Ich beginne immer bei den Farben. Die Farben sind das Wichtigste. Ich heiße Antonia, ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Ich habe in London Textildesign studiert und ich bin bei Rudolf für Design und Produktion zuständig. Ich wollte nicht in der Modeindustrie arbeiten, weil ich gesehen habe, wie meine Freundinnen und Kolleginnen leben und arbeiten. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dieses Schnelllebige. Als ich Lisa getroffen habe, habe ich mir gleich gedacht, ja, das funktioniert für mich, da kann ich dahinter stehen. Wir haben das Label Rudolf gegründet mit dem Gedanken, ganz lokal produzieren zu können und nachhaltig produzieren zu können. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das war eigentlich der Grund, wieso es Rudolf überhaupt gibt. Wir haben eine Lücke am Markt gesehen. Wenn man an Bio-Kleidung gedacht hat, war das eher im negativen Sinn, würde ich jetzt mal sagen, so Leinen, Hanf. Und wir wollten dem entgegenstehen und etwas Modernes auf den Markt bringen. Heutzutage ist es ganz wichtig, sich den ganzen Lebenszyklus von einem Produkt zu überlegen. Vom Schaf weg bis zum Ende vom Produkt. Auch so Dinge wie, wenn es beim Kunden ist, wie wird es verwendet? Oder wie oft wird es gewaschen? Wie viel Energie braucht es beim Kunden? Deswegen haben wir zum Beispiel sehr viel Wolle, weil Wolle muss man sehr wenig waschen. Das sind so Dinge, die wir uns überlegen. Und ich denke, das ist absolut notwendig als Designer. Als Designer kann man diese Entscheidungen treffen, schon für den Kunden. Wir verwenden nur Naturfasern, die hier in der Färberei im 23. Bezirk gefärbt werden. Und alles wird im Umkreis von 150 Kilometern von Wien produziert. Lisas Vater, Rudolf Fritsch, hat vor 20 Jahren circa angefangen, diese Rezepte für Pflanzenfarben zu entwickeln. Er hat es geschafft, dass man industriell bis zu 300 Kilo oder 500 Kilo zu färben und das reproduzierbar. Das ist eine Besonderheit. Das gibt es meines Wissens nach weltweit am Markt nicht nochmal. Man geht von der Farbe aus und dann überlegt man sich, okay, mit welcher Pflanze könnte man das hinbekommen? Weil man natürlich nicht wie bei den synthetischen Farben einfach sagen kann, okay, genauso nach Pantone Nummer so und so, sondern man muss sich einfach darauf einlassen, was ist möglich, was gibt die Natur her, was bietet die Natur uns an. Eine große Eigenheit der Pflanzenfarben ist, dass sie immer zusammenpassen. Sie werden sich nie schlagen, weil so wie in der Natur bei einem bunten Blumenstrauß, das passt immer zusammen und das ist auch das Tolle an den Pflanzenfarben. Happy Accidents passieren auch natürlich. Herr Fritsch sagt immer, dass Naturfarbenfärben ist wie Alchemie teilweise. Also manchmal weiß man nicht, wieso etwas passiert oder wie. Man muss sich eben darauf einlassen, aber trotzdem seiner Philosophie treu bleiben. Das ist, finde ich, der Job von einem Designer, zu wählen und zu sagen, ja, das funktioniert nicht. Ich komme ja aus dem Textildesign. Ich bin eigentlich gelernte Weberin, ich webe. Und die Muster, die erkennt man dann auch in den Decken wieder, diese Webmuster eigentlich, obwohl sie gestrickt sind, die Decken. Die Inspiration zu den Mustern ist ganz unterschiedlich, aber eigentlich aus Wien. Das können Lichtstimmungen sein, sehr viel Architektur eigentlich. Also da gibt es ganz unterschiedliche Inspirationen, aber eigentlich meistens aus der Architektur, würde ich sagen. Es ist unser Wunsch, Lieblingsteile zu produzieren. Also einen Lieblingspullover oder einen, den man immer tragen kann. Wir hätten gerne, dass unsere Teile ein so langes Leben wie möglich haben, gerne weitergegeben werden, wenn sie nicht mehr getragen werden. Die Idee ist, sehr schlichte, elegante Teile zu haben, in denen man sich einfach so wohl fühlt, dass man sie immer tragen kann und möchte.